Darum wird der Altersentlastungsbetrag verschwinden. Das erkläre ich Ihnen in diesem Video. Dieses Video entstand auf Wunsch einer Zuschauerin, die mich bat, ein Video über den Altersentlastungsbetrag mal zu veröffentlichen. Das mache ich jetzt hiermit und ich habe Ihnen die wichtigsten Informationen zusammengetragen. Bleiben Sie dran, schauen Sie sich unbedingt das Video bis zum Ende an und sichern Sie sich auch unter dem Video diesen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Wir sehen uns gleich. Was ist nun der Altersentlastungsbetrag? Also der Gesetzgeber hat den Altersentlastungsbetrag eingeführt, um eine gerechte Besteuerung im Alter zu gewährleisten. So hieß es ursprünglich. Ja, die Renten sind durch den Rentenfreibetrag begünstigt und Leibrenten werden nur mit dem Ertragsanteil besteuert. Pensionen sind durch den Versorgungsfreibetrag begünstigt. Und für die übrigen Alterseinkünfte gibt es eine steuerliche Vergünstigung eben durch den Altersentlastungsbetrag. Für Renten und Pensionen gibt es also keinen Altersentlastungsbetrag. Der Altersentlastungsbetrag ist ein Freibetrag, den Sie erhalten, nachdem Sie das 64. Lebensjahr vollendet haben. Mal zum Beispiel, Sie sind 1953 geboren und vollendeten 2017 das 64. Lebensjahr. Der Altersentlastungsbetrag steht Ihnen dann grundsätzlich ab 2018 zu. Sie müssen also vor Beginn des neuen Kalenderjahres das 64. Lebensjahr vollendet haben. Ja, natürlich für das Jahr, in dem Sie Ihren 64. Geburtstag feiern, gibt es diesen Altersentlastungsbetrag noch nicht. Sie müssen diesen Freibetrag nicht extra beantragen. Wenn Sie noch in einer aktiven Beschäftigung sind und Arbeitslohn beziehen, wird der Altersentlastungsbetrag bereits beim Lohnsteuerabzug automatisch berücksichtigt. In Ihrer Steuererklärung brauchen Sie diesen Freibetrag auch nicht extra zu beantragen, weil das Finanzamt aufgrund Ihres Geburtsdatums ihn von sich aus berücksichtigt. Auf welche Einkünfte gibt es nun diesen Altersentlastungsbetrag? Also grundsätzlich müssen Sie positive Einkünfte beziehen, wie zum Beispiel Arbeitslohn inklusive Abfindungszahlung, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte gemäß § 22 Einkommensteuergesetz ohne die Leibrenten. Für einen 450-Euro-Job gibt es keinen Altersentlastungsbetrag und auch nicht für Lohnersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Beantragen Sie die Günstigerprüfung bei Einkünften aus Kapitalvermögen. Kapitaleinkünfte, die der Abgeltungssteuer unterliegen, werden beim Altersentlastungsbetrag nicht berücksichtigt. Sie können aber in Ihrer Steuererklärung beantragen, dass Ihre Kapitalerträge als Einkünfte aus Kapitalvermögen steuerpflichtig sind, wenn das für Sie steuerlich günstiger ist. Das ist vor allem dann von Vorteil, wenn der Altersentlastungsbetrag noch nicht mit anderen Einkünften ausgeschöpft ist. Bei dieser Günstigerprüfung werden die Kapitaleinkünfte bei der Berechnung des Altersentlastungsbetrags berücksichtigt. Dazu müssen Sie einfach nur die Anlage CAP für Kapitaleinkünfte ausfüllen und Ihre Gesamtkapitalerträge angeben. Ist die Abgeltungssteuer günstiger, gilt der Antrag als nicht gestellt. Stellt sich aber heraus, dass die Versteuerung der Kapitaleinkünfte, also ihrer Zinseinnahmen, in der Steuererklärung für Sie günstiger ist, wird die einbehaltene Abgeltungssteuer auf die im Steuerbescheid festgesetzte Einkommenssteuer angerechnet und gegebenenfalls voll oder auch teilweise erstattet. Nach dem Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes verringert sich der Altersentlastungsbetrag ab 2005 jährlich. Also wie bei den Renten und Pensionen beträgt auch hier die Übergangszeit 35 Jahre. Die Rechtslage bis zum 31.12.2004 war also eine andere. Und aus diesem Grund wird genau unterschieden, ob Sie vor dem 2. Januar 1941 oder nach dem 1. Januar 1941 geboren wurden. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber so sagt es der Gesetzgeber.
Sind Sie vor dem 2. Januar 1941 geboren, bekommen Sie den Altersentlastungsbetrag noch in voller Höhe bis an Ihr Lebensende. Er beträgt 40% der übrigen Alterseinkünfte bis zu einem Höchstbetrag von 1.900 Euro. Für alle, die nach dem 1. Januar 1941 geboren sind, wird dieser Altersentlastungsbetrag schrittweise Jahr für Jahr abgebaut. Aber auch hier wird Ihnen ein bestimmter Prozentsatz und Höchstbetrag, der von Ihrem Jahrgang abhängig ist, bis an Ihr Lebensende festgeschrieben. Und selbst wenn Sie im ersten Jahr den Altersentlastungsbetrag mangels weiterer Einkünfte nicht oder nur teilweise ausnutzen, können Sie den einmal für Ihren Jahrgang festgesetzten Höchstbetrag in den folgenden Jahren voll ausnutzen. Ja, für alle, die nach dem 1.1.1975 geboren sind, ist das Thema Altersentlastungsbetrag allerdings erledigt, weil diese Generation bekommt diesen Altersentlastungsbetrag nicht mehr. Ich habe ihn jetzt mal hier in Abhängigkeit von dem Jahr, in dem Sie also quasi das 64. Lebensjahr vollendet haben, diese Prozentsätze und diese Höchstbeträge hier aufgelistet. Suchen Sie sich den für Sie zutreffenden Jahrgang heraus und ja, halten Sie ruhig das Video an. Also wir sind jetzt hier 2005 bis 2020 und hier sehen wir von 2021 bis 2040. Also 2040 ist der Altersentlastungsbetrag auf Null. Ja, und hier jetzt nochmal ein Hinweis bei Ehepartnern. Auch bei Zusammenveranlagung werden die Einkünfte beider Ehepartner gesondert betrachtet. Eine Übertragung des nicht ausgeschöpften Altersentlastungsbetrags auf den anderen Ehepartner ist nicht möglich. Das gilt natürlich entsprechend auch für Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Achten Sie beim Eintrag in der Steuererklärung unbedingt darauf, dass Sie die Einkünfte Ihnen und Ihrem Ehepartner auch richtig zuordnen. Das ist ganz, ganz wichtig wegen dem Altersentlastungsbetrag. Und auch nur dann, wenn Sie die Einkünfte richtig zuordnen, kann das Finanzamt den Altersentlastungsbetrag korrekt zuordnen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, liebe Zuschauer, das war jetzt mal ein grober Überblick über den Altersentlastungsbetrag, dieses Auslaufmodell, das im Jahr 2040 ganz verschwunden sein wird. Und wer jetzt zum Beispiel nur Rente oder Pension bezieht oder Rente und Pension, der braucht sich darum überhaupt nicht zu kümmern, weil der kriegt ja den Versorgungsfreibetrag und den Rentenfreibetrag und damit ist es erledigt. Ich hatte Ihnen ja erzählt, auf welche Einkünfte, also auf positive Einkünfte, es diesen Altersentlastungsbetrag gibt. Ganz wichtig ist hier, dass Sie darauf achten, wenn Sie Kapitaleinkünfte haben, also Zinseinnahmen, haben Sie ja eine Steuerbescheinigung von Ihrem Institut, von Ihrem Bankinstitut. Und auch wenn Sie jetzt den Freistellungsauftrag richtig ausgefüllt haben und es wurde Ihnen keine Kapitalertragssteuer abgezogen, dann führen Sie unbedingt in der Anlage CAP Ihre Zinseinnahmen auf. Wenn Ihnen Abgeltungssteuer abgezogen wurde, weil Sie keinen Freistellungsauftrag erstellt haben, dann tragen Sie das auch unbedingt in der Anlage CAP ein und stellen somit einen Antrag auf Günstigerprüfung. Also in dem Moment, wenn Sie die Anlage CAP für Kapitaleinkünfte ausfüllen, dann wertet das Finanzamt das automatisch als Antrag auf Günstigerprüfung. Und auf die Zinserträge wird Ihnen anteilig der Altersfreibetrag angerechnet. Ja, wenn Sie mehr solche Videos sehen möchten, schreiben Sie es hier unten in die Kommentare, welche Themen Sie interessieren. Ich werde eins dazu machen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben. Sichern Sie sich hier den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder aber auch die Anleitung für Rentner für die Steuererklärung, ein Leitfaden, den Sie käuflich erwerben können. Auch hierzu finden Sie den Link unter diesem Video. Für heute alles Gute und bis zum nächsten Dienstag, Jutta Martin.